Amen. Good afternoon. Guten Nachmittag Happy Sabbath. und gesegneten Sabbat. For as long as it still is Sabbath. Solange es noch Sabbat A ist, few minutes. noch ein paar Minuten, Half an hour, I think. eine halbe Stunde. Study of today will be disconnected from what we studied in the last 3 times. Das heutige Studium wird ein bisschen nicht verbunden sein mit den anderen Studien, die wir die letzten Tage gemacht haben. I would like to go to a line in the end of my study, Am Ende meines Studiums möchte ich zu einer Linie gehen, but I would like first to introduce this, aber zuerst muss ich das ein bisschen einführen. just to refresh our minds a little bit. Einfach so, um unsere Erinnerung ein bisschen aufzufrischen. When Sister Tess came with her Midnight Cry message, Als Schwester Tess mit ihrer Mitternachtsrufsbotschaft kam, when I think about it and when I go back, wenn ich mir das so überlege und zurückgehe, what is the one of the principles or the methodologies that she uses? was ist eines der Prinzipien dieser Methodik, die sie benutzt? I think one of the most important one Ich glaube, eins der wichtigsten is the fact that the internal illustrates the external or the other way around. ist, dass die interne Geschichte die externe Geschichte widerspiegelt oder umgekehrt. So you have an internal line, you could call it the church or the movement, Wir haben also eine interne Linie, man könnte sagen die Gemeinde oder die Bewegung. and it shows you the same story as externally. We place that in America, the United States. Und da sehen wir die gleiche Geschichte, wie wir extern in den USA sehen. One of the main points that that Sister Tess addressed, that was her first important point that she wanted to make. Einer der Hauptpunkte, die Schwester Tess behandelt, einer der ersten wichtigen Punkte, die sie macht, Was to give us an understanding of what happened in 2014. da ist, dass sie uns ein Verständnis geben möchte von was 2014 geschah. The important point that she made is, if you want to understand the future, Raphia, Panium, Der wichtige Schluss, den sie zieht, ist, dass wenn wir die Zukunft, Raphia und Panium verstehen möchten, then you first need to understand 2014 Da and müssen also wir- 2016 and 18. dann müssen wir zuerst 2014 verstehen und auch 2016 und 2018. So the whole emphasis of the Midnight Cry message was to understand the previous waymarks. Die ganze Betonung der Mitternachtsrufsbotschaft lag eigentlich also auf dem Verständnis der vorangegangenen Wegmarken. The Midnight Cry message pointed us, let me start here. If this is our dispensation, our previous dispensation, Wenn das hier die vorangehende Dispensation ist and the Midnight Cry message arrived in 2018, und hier die Mitternachtsrufsbotschaft 2018 ankommt, and in this time period, we were with our minds focused on Raphia, Panium, da waren wir in dieser Zeit sehr fokussiert auf Raphia und Panium. the main point that Sister Tess made in the message, the Midnight Cry message, Und den wichtigsten Punkt, den sie aufgreift in der Mitternachtsrufsbotschaft, you can only understand 2019 ist, dass wir 2019 nur verstehen können, if you understand 2014, wenn wir 2014 verstehen. and if you understand 2016. Und 2016. And this is the principle that Elder Parminder tried to teach us this week, one of them. Dieses Prinzip oder eines von den Prinzipien, die Bruder Parminder uns diese Woche beibringen wollte. You can only understand the future Wir können die Zukunft nur verstehen in the present in der Gegenwart, if you understand the past. wenn wir auch die Vergangenheit verstehen. And that was the whole Midnight Cry message. Und das war die gesamte Mitternachtsrufsbotschaft. The message from Sister Tess was,
don't think about the future if you don't understand your previous waymarks. Die Botschaft von Schwester Tess war, denkt nicht an die Zukunft, wenn ihr nicht mal die Vergangenheit und die vergangenen Wegmarken versteht. We needed to be corrected on many things. Wir mussten bezüglich sehr vieler Dinge korrigiert werden. We were on a wrong course. Wir waren auf einem falschen Weg. We had a wrong perception of the future waymark Wir hatten eine falsche Vorstellung von der zukünftigen Wegmarke, because of a wrong perception of the past. weil wir ein falsches Verständnis über unsere Vergangenheit hatten. So we could do the same thing for our dispensation that we just entered into. Wir können also dasselbe mit unserer jetzigen Dispensation machen, in die wir jetzt gerade eingetreten sind, 2019 2019 to 2021. bis 2021. We are accused now of having a false prediction or not understanding 2019 properly. Wir werden jetzt angeschuldigt, dass wir keine richtige Vorhersage hatten oder dass wir den 9. November nicht richtig verstehen. But we can only have a proper understanding of November 9, 2019 or 2019 in general Aber wir können vom 9. November 2019 nur eine richtige Vorstellung haben oder von 2019 allgemein, somewhere halfway in our dispensation. wenn wir irgendwo so halbwegs in dieser Dispensation sind, in der jetzigen Dispensation. We need an increase of knowledge Wir brauchen eine Zunahme an Erkenntnis, so that we come to a point in the present, damit wir in der Zukunft zu einem Punkt kommen, can look back in the past wo wir dann zurückschauen können and then think and then understand our future. und dann die Zukunft verstehen können. But it needs an increase of knowledge. Aber wir brauchen zuerst diese Zunahme an Erkenntnis. Here we're living in the past Hier leben wir noch in der Vergangenheit and we're not able to understand our future und es ist uns nicht möglich, die Zukunft zu verstehen, because it needs an increase of knowledge. weil wir zuerst die Zunahme an Erkenntnis brauchen. You can see the same thing. Dasselbe können wir sehen, So that's a dispensation before, so I should actually place it here, but I'll wenn wir noch eine Dispensation zurückgehen, also das wäre dann eigentlich, müsste die ganz oben sein, it's the dispensation from 9/11 und zwar die Dispensation vom 11. September to 2014. bis 2014. We had an understanding of 2014 Wir hatten ein gewisses Verständnis von 2014. in 2012. In 2012, It was a prediction, da gab es eine Vorhersage, but we did not fully understand it. aber wir haben es nicht vollständig verstanden. So there was an idea, Da gab es eine Idee, there was a prediction, eine Vorhersage, but it took us a next dispensation, aber es brauchte für uns zuerst noch die nächste Dispensation, this one, diese hier, until 2018 bis to 2018, fully understand 2014. bis wir dann 2014 vollständig So- verstanden haben. When we were here, we had in 2018, Als just like wir- here in 2012. Again. When we were in 2018, Als wir in 2018 waren, just like in 2012, genauso wie 2012, we had an understanding of 2019. hatten wir ein gewisses Verständnis über 2019. We had a date. Wir hatten ein Datum. We knew it was the close of Wir probation. wussten, es wird das Ende der Gnadenzeit sein. But it doesn't mean we understood everything Aber das heißt nicht, dass wir alles schon verstanden or understand. oder noch immer. So it takes a next dispensation So braucht es jetzt die nächste Dispensation, to understand 2019 better. um dann 2019 besser zu verstehen. And the one thing that Sister Tess addressed in this dispensation Und eins, was Schwester Tess in dieser Dispensation betonte, is the internal element versus the external element. ist, dass die interne und die externe Linie. She tried to show us, or Sie the hat Midnight Cry versucht- message showed us the internal developments of the movement, Die Mitternachtsrufsbotschaft zeigte uns die internen Entwicklungen in dieser Bewegung. and then she showed that it was the same externally. Und so zeigte sie uns dann, dass das Gleiche extern stattfindet. And she showed that with the formation of Cambridge Analytica. Das hat sie gezeigt, zum Beispiel mit der Gründung von Cambridge It Analytica. was a message or a company that moved from the UK to the United States. Da gab es eine Botschaft oder eine Firma, die von
von dem Vereinigten Königreich in die Vereinigten Staaten And kam. they developed a methodology Sie haben eine Methodik entwickelt, to get Trump on the throne. um Trump auf den Thron zu heben. Well, I'm not going to do this study. Ich werde nicht dieses Studium machen. I only want to refresh your mind Ich will nur ein bisschen unsere Erinnerung auffrischen, that the internal versus the external was the element that opened up the midnight cry message. dass die Beziehung zwischen intern und extern ein Element war, das die Mitternachtsrufsbotschaft aufgeschlossen hat. That it opened up our eyes, that it opened our eyes for waymarks like 2012, 2014, 2016. Dass das unsere Augen gegenüber Wegmarken wie 2014, 16 und 18 geöffnet hat. Another example of the midnight cry Ein message weiteres Beispiel der Mitternachtsrufsbotschaft, that shows you the same principle wo wir das gleiche Prinzip sehen, is Acts 27. ist zum Beispiel Apostelgeschichte 27. Acts 27 gives you the story of two ships. Apostelgeschichte 27 gibt uns die Geschichte von zwei Schiffen And they give you, they tell you the story of the SDA Church und sie erzählen uns die Geschichte von der Adventgemeinde and the United States. und den USA. It's a line. I'm gonna do it here because I need the rest of the board. It's just a refresher. Nur als Erinnerung. And in 1798, we understand the USA to rise up as a nation in prophecy. Wir verstehen, dass die USA 1798 als Nation in der Prophetie aufkommt. 1798 we also mark as the arrival of the first angel's message. Wir markieren 1798 auch als die Ankunft der ersten Engelsbotschaft. And this first angel's message gathers a people, Und diese erste Engelsbotschaft sammelt ein Volk, which becomes God's church, the SDA church. die dann Gottes Volk wird, und zwar die Adventgemeinde. Oh, my little book. I forgot my book. So, in 1863, I'm just jumping some waymarks. I'm jumping some waymarks. So I go to 1863, wir 1863. gehen jetzt zu 1863, ich überspringe ein paar Wegmarken. We see that the ships, Da sehen wir, dass die Schiffe or the second ship, oder das zweite Schiff goes off course. von seinem Kurs abkommt. We are then at Nidus in the story of Acts 27. Und in der Geschichte von Apostelgeschichte 27 befinden wir uns dann am Punkt Knidus. Wie ist das im Deutschen? Wie heißt der Punkt? Nidus? Schau. I think it's Knidus. 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 So, at this point, this is in the story of Acts 27. Das ist die Geschichte von Apostelgeschichte 27. Again, I'm not doing the story, I'm not going to do the study of Acts 27. I kind of assume that you're familiar with it. Ich mache hier nicht das Studium Apostelgeschichte 27. Ich nehme eigentlich an, dass die meisten damit vertraut sind. I'm just refreshing your mind. Ich frische nur ein bisschen eure Erinnerung auf. And this Nidus, Und an diesem Punkt Knidus, at this point, the ship goes off course. an diesem Punkt kommt das Schiff von seinem Kurs ab. And this ship represents the United States, but also internally the SDA Church. Und das Schiff steht für die USA, aber intern auch für
die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. And in 1863, both institutions go off course. Und 1863 gehen beide Institutionen von ihrem Kurs ab. The SDA Church rejects the 2520, Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten verwirft die 2520. and in the United States Und die USA starts to combine church and state. beginnt Kirche und Staat zu vereinen. And that is expressed in the motto of "In God We Trust." Und das kommt im nationalen Motto der USA, das kommt in dem Motto der USA. In God Just we translate what I trust. said, and then I'll Ja, das kommt zum Ausdruck in dem Motto der USA, in God we trust oder so viel wie wir vertrauen auf Gott. In this time period, "In God We Trust" became a phrase that they stamped on money, on the coins. In dieser Zeit wurde dieser Ausdruck in God we trust zu einem Ausdruck, den sie auf die Münzen in den USA drucken ließen. It's not the national motto at this point yet, Zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht das nationale Motto. but this marks the beginning of these words, and later on in time they make it their national motto. Aber es ist der Beginn von dieser Phrase und dann später wurde es zum nationalen Motto. It's here where the churches, the United States is in a civil war, Hier befinden sich die USA in einem Bürgerkrieg and it's here where the churches try to mingle their ideas into the government. und hier versuchen die Kirchen ihre Ideen so in die Regierung reinzudrücken. The churches say, God is with us, the North, Die Kirchen sagen, Gott ist mit uns, mit dem Norden, and we should emphasize that. und wir sollten das betonen. We should, as a government, show the rest of the people that God is with us. Als Regierung sollten wir dem Rest der Bevölkerung zeigen, dass Gott mit uns ist. And that's what they did. Und das haben sie getan. In one of the things is the "In God We Trust" put on their money. Und eine solche Sache war zum Beispiel eben in God We Trust, dass sie auf ihre Münzen eingedrückt haben. So I jump again. We have 9/11. Dann springe ich zum 11. September. In this line, In dieser Linie 9/11 is marked by Euroclydon. ist der 11. September durch diesen Euroklydon Which is a storm. markiert. Das ist ein Sturm. And Euroclydon means east wind. Und Euroklydon Euroklydon heißt so viel wie Ostwind. And we understand east wind prophetically to mark Islam. Und den Ostwind, davon verstehen wir, dass er den Islam darstellt. And this east wind causes the ship in the end to go to shipwreck. Und dieser Ostwind sorgt dafür, dass das Schiff dann schlussendlich Schiffbruch erleidet. I should say Sunday law. There's shipwreck. Hier haben wir also Schiffbruch. Again, this was just a refresher. Nochmals, das ist einfach, um unsere Erinnerung aufzufrischen. And very roughly, because I skipped some waymarks just for the sake of Sehr grob, weil ich habe einige Wegmarken übersprungen. refreshing. Einfach zur Erinnerung. And I want to make a point. Und ich möchte auf etwas hinaus. This point. Und zwar das hier. That God illustrates the internal through the external, or the other way around. Und zwar, dass Gott das Interne anhand von dem Externen zeigt oder umgekehrt. I want to go into a study with you, Ich möchte jetzt in ein Studium mit euch eintauchen, which is 75%
repetition, information you already know. was wahrscheinlich 75% Information sein wird, die ihr schon kennt. But it will lead to something that might be new Aber vielleicht bringt uns das zu etwas Neuem or a new perspective. oder einer neuen Perspektive. I'm going to use the internal and external principle again. Jetzt werde ich wieder dieses Prinzip von intern und extern verwenden. I would like to go into the study of the king of the north and the king of the south. Ich möchte gern zum Studium des Königs des Nordens und des Südens gehen. In the study of Pyrrhus and the Second World War. Im Studium von Pyrrhus und dem Zweiten Weltkrieg. I assume you studied this before. Ich nehme an, dass ihr das schon zuvor studiert habt. So in 303 BC, 303 vor Christus we see that Pyrrhus and Demetrius enter into an alliance. sehen wir, dass Pyrrhus und Demetrius eine Allianz eingehen, einen Bund. Then in 301 BC, 301 vor Christus we see that they go together sehen wir, dass sie zusammen, because they are allies, they are together in the Battle of Ipsus. weil sie ja Alliierte sind, gehen sie zusammen in die Schlacht von Ipsus. The Battle of Ipsus is an illustration of three allies, Und die Schlacht von Ipsus zeigt uns 3 Alliierte and they fight against Demetrius, who is backed up by Pyrrhus. 3 Alliierte, die gegen Demetrius kämpfen, der von Pyrrhus unterstützt wird. Then this alliance starts to break a little bit. Dann beginnt diese Allianz ein bisschen zu bröckeln. In 291 BC, 291 vor Christus it is Pyrrhus that invades Thessaly. startet Pyrrhus eine Invasion in Thessalien. Thessaly. Thessaly is it's an area. It's not a country, but it's an area in Greece. Sorry? No, it's not. No, Nein, it's not ich glaube- Thessalonica. Ist in Mazedonien. It's not Thessalonica. but Thessalia, glaube ich. Thessalia. Thessalia ist eine It's in Macedonia. Region in Mazedonien. And then in 298 and 89, Nein. 289, In 289 vor Christus 88, bis 288 vor we Christus see that Demetrius invades Epirus. sehen wir, dass Demetrius in Epirus einmarschiert And he destroys it. und er zerstört es. Here in 291, it is Pyrrhus that invades Thessaly. 291 marschiert Pyrrhus in Thessalien ein. Thessaly was a area that was under the reign of Demetrius. Und Thessalien war ein Gebiet, das sich unter der Herrschaft von Demetrius befand. Pyrrhus, he invades this area Pyrrhus marschiert da ein, because he knows that Demetrius is somewhere down in the south fighting some battles. weil er weiß, dass Demetrius irgendwo unten im Süden ist und eine Schlacht kämpft. But when Demetrius hears that Pyrrhus invaded this area up north, he comes all the way up. Aber als Demetrius davon hörte, dass Pyrrhus in sein Gebiet im Norden einmarschiert ist, kommt er den ganzen Weg in den Norden hoch. And then Pyrrhus goes back into his own Epirus, his own country. Und Pyrrhus geht dann zurück nach Epirus. So in the end, there's no conflict and no battle. Schließlich gibt es dann keine Konfrontation, keine Schlacht. And Demetrius gets his own territory back, Thessaly. Und Demetrius kriegt sein eigenes Territorium, also Thessalien, zurück. So
this alliance starts to break a little bit. It's not like broken yet completely, but they're not fully allied anymore. Also diese Allianz zwischen den beiden beginnt ein bisschen zu bröckeln. Sie sind nicht ganz auseinander, aber nicht mehr ganz zusammen auch nicht. But in the end, it all comes together for a while. You should write Epirus, right? Instead of Pyrrhus. Invades. Oh yeah. Sorry. Thank you. Epirus. And then later, when everything is settled again in peaceful, Und später, wenn alles wieder sich gelegt hat und wenn der Frieden wieder eingekehrt ist, Demetrius invades Epirus. This is the country where Pyrrhus is king. marschiert dann Demetrius in Epirus ein, And also dem Land von Pyrrhus. And he destroys it more or less. Und er zerstört es dann. So there Mehr oder you can weniger. see that this alliance is really broken. Da kann man dann sehen, dass die Allianz wirklich zerbrochen ist. I'm going to skip over the other line of Pyrrhus. Jetzt gehen wir noch kurz durch die andere Linie von This was Pyrrhus. the alpha line of Pyrrhus. Das hier war die Alpha-Geschichte von Pyrrhus. Now I'll go to the alpha line of the king of the south. Jetzt gehe ich noch zu der Alpha-Geschichte des Südkönigs. What is the alpha line of the king of the south? Was ist die Alpha-Geschichte oder die Alpha-Linie des Südkönigs? Second World War. I hear a baby cry in the hall. Mima. Is there what's the alpha history of the king of the south? Was ist die Alpha-Geschichte des Südkönigs? Second World War? Second World War. Yeah. Wait, you have a speak brief here. Ja. So yeah, it's the history of the Second World War. Ja, das ist die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. We understand this to be a parallel, Und wir verstehen, dass das eine Parallele ist, which starts in 1939. die 1939 beginnt. I think it's August 23, Ich glaube, das war am 23. August, where the Molotov-Ribbentrop Pact was signed. wo der Molotow-Ribbentrop-Pakt unterschrieben wurde. This is a pact Das ist ein Pakt between Hitler and Stalin. zwischen Hitler und Stalin. Hitler and Stalin were enemies, Hitler und Stalin waren eigentlich Feinde, but they signed an alliance. aber sie haben ein Bündnis geschlossen. Pyrrhus and Demetrius, I don't think they were necessarily enemies, but they signed an alliance. Ich weiß nicht, ob jetzt Pyrrhus und Demetrius unbedingt Feinde waren, aber sie sind auch ein Bündnis eingegangen. And this is the element that lines up the alliance. Und das ist das Element, das wir hier sehen, was sich überlappt. And this alliance, we understand, will come to its end here as well. Und von diesem Bündnis wissen wir, dass es auch zu Ende gehen wird hier am Schluss. Also in 1939, Auch 1939 we see the invasion of Poland. sehen wir die Invasion in Polen. We have 3 allies, Hier gibt es auch wieder 3 Alliierte. and it is Hitler. It's Hitler, Und es ist Hitler, who is backed up by Stalin, der von Stalin unterstützt wurde that invades Poland. und in Polen einmarschiert. And by doing so, he declares war towards Poland, Britain, and France. These were the 3 allies at that moment. Und indem er das tut, erklärt er Polen, Großbritannien und Frankreich den Krieg. Das waren die 3 Alliierten. So you have 3 allies fighting against Hitler, and Hitler was backed up by Wir Stalin. haben also hier auch die 3 Alliierten, die gegen Hitler kämpfen, und Hitler wurde von Stalin unterstützt. We understand Hitler to be the king of the north, Stalin to be the king of the south in Wir this vers- history. Wir verstehen, dass Hitler der Nordkönig ist in dieser Geschichte und Stalin der König des Südens.
So they were still in a strong alliance Sie waren immer noch in einem starken Bündnis, until somewhere in August 1940, bis irgendwo im August 1940. where Russia suspends trade. Da stellt Russland den Handel ein. There were some. This alliance started to crumble a little bit. Dieses Bündnis begann auch zu bröckeln. Hitler did not really do what he promised. Hitler tat nicht wirklich, was er versprochen hatte. There were some misunderstandings. Hitler invaded some areas that he actually promised to Stalin. Hitler marschierte in einigen Gebieten ein, die er eigentlich an Stalin versprochen hatte. Because here in this pact, Weil hier in diesem Pakt, this pact was a threefold pact. da gab es 3 Hauptpunkte. One of them, there was a non-aggression pact. Einer davon war, dass keine Aggression stattfinden sollte. They promised to not attack each other directly or indirectly Sie, for 10 years. Sie versprachen, dass sie für mindestens 10 Jahre einander nicht direkt angreifen würden. And another part of the pact was that they separated Eastern Europe among each other. Und ein anderer Punkt in dem Pakt war, dass sie Osteuropa untereinander aufteilten. That they would have spheres of influence, Dass sie solche Einflussgebiete haben würden. and they separated certain areas among themselves. Und die haben sie so untereinander aufgeteilt. And this was part of the conflict as well, Das war auch ein Teil dieses Konflikts, because Hitler did not really do what he promised. denn Hitler hatte sich nicht wirklich an das gehalten, was er And versprochen Stalin was hatte. afraid that he would go into a war Und Stalin hatte Angst, dass er einen Krieg anfangen würde with Hitler, oder dass er in den Krieg gegen Hitler gehen because musste. Hitler was in war with the West, Denn Hitler befand sich in einem Krieg mit dem Westen, but Stalin was afraid that if this war in the West is over or finished, aber Stalin fürchtete, dass wenn dieser Krieg im Westen vorbei war, then Hitler is ready to go into the East. dass Hitler dann bereit war, auch den Osten anzugreifen. So he suspends the trade, So hat er den Handel eingestellt, because Stalin knew weil Stalin wusste, that Hitler depended for a big part upon Stalin on Russia. dass Hitler zu einem großen Teil abhängig war von Russland The oil, the food, in Bezug auf Öl und Lebensmittel and metal und Metall, Metall, to create, Rohstoffe nehme ich an, to sustain the war. um den Krieg am Leben erhalten zu können. So Russia suspended trade, Also hat Russland den Handel eingestellt, which made them come together again in a new agreement. woraufhin sie dann wieder zusammenkommen mussten, um ein neues Bündnis abzuschließen. And relatively quickly, this problem was solved. Und dieses Problem wurde dann relativ schnell wieder gelöst. And there is a new deal. Und sie machten einen neuen Deal. Then we understand in 1941, Und 1941 the king of Hitler invades Russia. 1941 fiel Hitler in Russland ein. Barbarossa. Operation Barbarossa. Operation Barbarossa. So where they were in an alliance together. Ja. Liv, het is afgelopen nu. Jullie gaan even uit elkaar. Joshua, kan jij ergens anders gaan zitten misschien? Gaat niet helemaal goed achterin. Not touch. Oh, Joshua, can you sit somewhere else perhaps? It's not going well. I'm a little bit distracted by it. Thank you. Also die Operation Barbarossa. So we have Operation Barbarossa, where Hitler
breaks the alliance with Stalin. In dieser Operation Barbarossa bricht Hitler das Bündnis mit Stalin. They were in an alliance, they fight together, it crumbles, but how do you say? Hielt. Is healed, but then finally it is broken completely. Also sie befanden sich in einem Bündnis. Sie gehen zusammen in eine Schlacht. Das Bündnis beginnt zu bröckeln, erholt sich aber wieder und dann 1941 am Schluss wird das Bündnis gebrochen. Which we see here as well in this history. Und in der Geschichte zuvor, in der oberen Linie, sehen wir dasselbe. So, in the Omega line, In der Omega-Linie Trump, we call it 2014, 2014, Trump plus Putin. da haben wir Trump und Putin. They go together in a battle. Sie gehen zusammen in eine Schlacht. You have the three branches of the United States government. Wir haben hier die drei Zweige der US-Regierung And Trump conquers one of them. und Trump erobert einen davon. He becomes president Er wird Präsident in 2016. 2016 And he is backed up by Putin. und er ist unterstützt von Putin. Because Putin, in this time, in this year, he did a great effort to get Trump on the throne. Denn in diesem Jahr hat Putin sich sehr große Bemühungen gemacht, um Trump sozusagen auf den Thron zu bringen. Through information warfare, through the internet, Mittels Informationskrieg und durch das Internet, through disinformation. durch Missinformation. Russia tried to manipulate and disinform the American people. Hat Russland versucht, das amerikanische Volk zu manipulieren und falsch zu informieren. Then we have 2018 and 2019, Dann haben wir 2018 und 2019 Herakleia Herakleia and Asculum. und Asculum. I'm not going into these waymarks for now. Für jetzt werde ich diese Wegmarken nicht behandeln. What I would like to do now Was ich jetzt gern machen würde, is that these, especially this one here, that these lines, and especially this one, diese Linie und speziell die mittlere from the Second World War, vom Zweiten Weltkrieg, they're all external lines, das sind alles externe Linien. and I would like to make an internal version Und of ich this würde line. gerne eine interne Version dieser Linien machen. Oh, stop laughing. No, think about it. There was something I forgot. Ich habe was vergessen. Before I'm going to do this, Bevor ich das tue, I would like also to refresh your mind upon a line that has been shared before. möchte ich auch, dass wir uns an eine Linie, die zuvor bereits behandelt wurde, erinnern. That's the line. Is this? It's the line where you can see the rise of leadership. Und zwar die Linie, wo man das Aufkommen von der Leiterschaft sieht. External and internal. Und zwar intern und extern. In 2009, 2009 we see Trump
Da sehen wir Trump, becomes Republican. wie er ein Republikaner wird. He also starts his Twitter account. Er eröffnet auch seinen eigenen Twitter-Account. And his Twitter account sounds a little silly Das tönt vielleicht ein bisschen komisch, but I think it is relevant because I think this is his platform where he shares his message. aber ich glaube, dass es sehr relevant ist, weil das seine Plattform ist, wo er seine Botschaft verkündigt. Here he starts to proclaim, starts to push his message. Hier beginnt er seine Botschaft zu pushen, zu verkündigen. Oh, I need my book. In 2012, 2012, you see this company, SCL, da sehen wir die Firma SCL, go from the UK to the USA. wie sie von Großbritannien in die USA übergehen. In 2015, 2015 Trump starts to run for president. tritt Trump seine Kandidatur an als Präsident. In 2016, 2016 he becomes elected. wird er zum Präsidenten gewählt. In 2019, 2019 he is impeached. beginnt sein Amtenthebungsverfahren. The black one. Thank you. I think I got it almost. Yeah, I think I have the most important ones. Thank you. So this is a line of Trump, his rise, and some events that line up with his life. Das hier ist also eine Linie von Trump, von gewissen Ereignissen in seinem Leben. We can line it. Yeah, I did a little funny. Internally, Und intern we understand that in 2009, verstehen wir, dass 2009 we mark that Elder Parminder started to predict his message, proclaim his message. dass Bruder Parminder da begann, seine Botschaft zu verkündigen. It was in 2009 where this series on the 2520 was recorded. In 2009 wurde diese Serie über die 2520 aufgenommen. Then we have in 2012, Elder Parminder, he formalizes his message in much clearer, where time was introduced, a message from the UK to the USA. 2012 formuliert er seine Botschaft viel klarer und es ist dann eine Botschaft, die aus Großbritannien in die USA kommt. There's new light coming from UK to the USA. Neues Licht kommt von Großbritannien in die USA. Parminder came from the UK to the USA to do the 2520. Parminder kam von Großbritannien in die USA, um die 2520 zu verkündigen. But the 2520 was not discovered, so to speak, in the UK. It was something that was found in the US. Aber die 2520 wurde nicht in Großbritannien entdeckt oder so. Das wurde schon zuvor in den USA studiert. In 2012, based on the line-upon-line methodology, Elder Parminder introduces time to the movement. Basierend auf der Methodik von Linie auf Linie führte dann 2012 Bruder Parminder das Element von Zeitsetzung in die Bewegung ein. In 2015, Elder Parminder starts to work in the movement. He becomes a teacher. Und 2015 fängt Bruder Parminder an, in der Bewegung die Botschaft zu unterrichten. Er wird ein Lehrer. In 2016, he is anointed. Und 2016 wurde er dann gesalbt.
And now we understand that in 2019, dann verstehen wir, dass 2019 I mean, he was anointed, er war gesalbt worden, just as Trump was elected in 2016. so wie Trump in 2016 gewählt wurde. But now there is a counter movement, Aber jetzt gibt es da so eine Gegenbewegung and both leaders are impeached und beide Leiter werden ihres Amtes enthoben by this counter movement. von dieser Gegenbewegung. We understand that Trump is impeached by a counter movement, Wir verstehen, dass Trump von einer Gegenbewegung seines Amtes enthoben wird. there Trump is the bad guy, this counter movement is the good guy. Trump ist da der Böse und die Gegenbewegung sind die Guten. Here it is of course the other way around. Und hier umgekehrt. Parminder, the good guy, Bruder Parminder, der Gute, and FFA, the counter movement, und FFA, die Gegenbewegung. says that Parminder is not allowed to have his position anymore. Sie sagen, dass Bruder Parminder nicht seine Position behalten kann. He received a mantle here, but he needs to give it back. Er hat zwar diesen Mantel hier erhalten, aber er muss ihn wieder zurückgeben. So I think this is a line that has been presented before. Ich glaube, das ist eine Linie, die schon zuvor präsentiert wurde. The only point I want to make Und der einzige Schluss, den ich ziehen will, is to show the principle of internal and external. ist, dass ich, One more time. dass ich das Prinzip von intern und extern zeigen möchte. To see that there is persons in the external, like a Trump, that can line up a bad guy, line up with the leader in our movement. Dass wir sehen können, dass es extern böse Menschen wie zum Beispiel Trump gibt, die dann übereinstimmen mit guten Menschen in unserer Bewegung. What I would like to do is to do the same with these lines. Und What- I would like to do the same thing with these lines. Und das Gleiche möchten wir mit diesen Linien tun. In 2014, 2014, I think it was in one of his first presentations here on the camp meeting, ich glaube, es war in einer seiner ersten Präsentationen hier am Camp-Meeting, am Seminar. Elder Parminder gave a little bit of the history of 2012. Da hat uns Bruder Parminder ein bisschen Hintergrund über das Jahr 2012 gegeben, Where he predicted 2014, wo er 2014 voraussagte, how he was silenced. wie er dann ruhig gestellt wurde. And I had a discussion with him because he mentioned that he was reinstalled again, reintroduced into the movement. Und ich hatte eine Diskussion mit ihm, weil er hat gesagt, dass er dann wieder in die Bewegung eingesetzt wurde. And he said something like, there was this, I think, kind of like unwritten agreement Und er sagte so was wie, dass es so wie einen ungeschriebenen Vertrag oder so gab, where you can come back into our movement and teach as long as you don't talk about 2014. das lautete so viel wie, du kannst zurück in die Bewegung kommen, solange du nicht über 2014 lehrst. And I asked him, when did that take place? Und dann habe ich ihn gefragt, wann das dann Because stattgefunden hat. I wanted to know this for this line. Ich wollte das wissen wegen dieser Linie. He said it was June 2014. Im Juni 2014. In June 2014, Juni 2014 Parminder and Elder Jeff went into an alliance sind Bruder Parminder und ältester Jeff ein Bündnis eingegangen. although they were in disagreement before. Auch wenn sie davor nicht übereinstimmten. And I think Elder Parminder still was in disagreement. Und ich glaube, dass Bruder Parminder immer noch nicht einverstanden war. In 2014, they enter into an alliance Gingen sie dann 2014 dieses Bündnis ein. Jeff plus Parminder in an alliance. Jeff und Parminder in einem Bündnis. Then in 2016, 2016 we have an organization set up.
haben wir eine Organisation, die aufgestellt this wird, movement. diese Bewegung. And this organization consists of 3 groups of people: Diese Organisation besteht aus 3 Gruppen von Menschen. apostles, or you could say ministers of apostles, Apostel oder wir könnten sagen, ja, Minister, Prediger, Prediger, apostles, elders, and Bible workers. Apostel, Älteste und Bibelarbeiter. 3 branches of our government in this movement, 3 Zweige von unserer Regierung in unserer Bewegung, were at least at this time period were introduced. die in dieser Zeit eingeführt wurden. They were not yet filled with people, but the positions were created. Sie waren zwar noch nicht mit Leuten besetzt, aber diese Positionen, diese Stellungen, die entstanden da. Only one damals. position was filled in 2016, Nur eine Position war besetzt 2016, the of apostles, die Position der Apostel. because it was in 2016 where Thabo, Marco, and Parminder were anointed. Es war 2016, wo Bruder Thabo, Parminder und Marco gesalbt wurden. So you can see also here the parallel. It was Trump that took one branch of the government, Hier können wir also auch die Parallele sehen. Trump hat einen Zweig der Regierung übernommen or Hitler invaded one of the 3 allies. und Hitler hat einen der 3 Alliierten oder bei einem der 3 Alliierten ist er einmarschiert. And it was Elder Jeff that introduced this government, Es war ältester Jeff, der diese Regierung einführte, but it was strongly pushed by Elder Parminder. aber das wurde sehr von Bruder Parminder gefordert oder ja, gepusht. We come to 2018. Dann kommen wir ins Jahr 2018. In 2018, this alliance starts to crumble a little bit. In diesem For a short Jahr time. beginnt dieses Bündnis für eine kurze Zeit ein bisschen zu wackeln. It was at the Italian camp meeting Am Seminar in Italien where Elder Parminder introduced or reintroduced time again. hat Bruder Parminder wieder Zeitsetzung eingeführt in die Bewegung. He did this I think in one presentation, Er hat das in einer Präsentation gemacht and I remember when I was there, und ich erinnere mich, als wir da waren, als ich da war, when he did this presentation, als er diese Präsentation hielt and Elder Jeff was sitting one row behind me, the chair in my back, und ältester Jeff saß so eine Reihe hinter mir, and also when der Stuhl and hinter when mir. Parminder introduced time again, Und als Parminder die Zeitsetzung wieder einführte, I was like, oh no, what is happening? da dachte ich so, oh nein, was geschieht jetzt? Jeff is sitting in the back. I was kind of listening if he said something or Jeff did something. sitzt da hinten und ich war so am Lauschen, ob er irgendetwas sagen würde. I could feel the tension. This was like this was really a moment, a big moment. Ich konnte so die Spannung fühlen. Das war wirklich ein großer Moment. But then at the end of this presentation, Aber dann am Ende dieser Elder Präsentation Jeff stands up stand ältester Jeff auf and he says, "I agree with this. I don't have any problem." und sagte, ich bin damit einverstanden, ich habe damit kein Problem. They're still in alliance. Und da war so das Aufatmen, das Bündnis besteht noch. So time was introduced. So wurde also da hier die Zeitsetzung wieder eingeführt. The whole thing that was a problem in the beginning, Das ganze Thema, das am Anfang ein Problem war, is opened up again. This problem, wird wieder hervorgeholt, dieses Problem. and you have this moment where he does it, where he presents it, and Elder Jeff stands up and agrees with it. Und da gibt es diesen Moment, wo Parminder das präsentiert und ältester Jeff dann aufsteht und damit einverstanden ist. It's like Russia, who suspends trade for a short time period only, Das ist wie Russland, wo da den Handel unterbricht für eine kurze Zeit. they talk together and they're in agreement again.
Dann kommen sie zusammen, reden miteinander und sie sind wieder miteinander einverstanden oder sie stimmen wieder überein. So then 2019, Dann 2019, Operation Barbarossa. Operation Barbarossa. It's the king of the north Der König des Nordens that invades the king of the south. marschiert beim König des Südens ein. It's now Elder Jeff that Jetzt ist openly es- fights against this movement. Jetzt ist es ältester Jeff, der offen gegen diese Bewegung kämpft. Or against Elder Parminder. Oder gegen ältesten Parminder. So I think we had all the tools in hand Ich denke, dass wir alle die Werkzeuge in der Hand hatten, to see this coming. um das eigentlich zu sehen im We were all Voraus. surprised when it happened last year, Wir waren alle so überrascht, als das dann letztes Jahr geschah. but 2019 lines up with Operation Barbarossa. Aber 2019 ist parallel zu Operation Barbarossa. And we were all able, we had all the information Wir hatten alle Informationen, to not be surprised. um eigentlich nicht überrascht sein zu müssen. God gave us a history and a line Gott hat uns eine Geschichte, eine Linie gegeben, to show us that He is in control. um uns zu zeigen, dass er alles unter Kontrolle hat. It was in Germany, right at when the split took place, Es war in Deutschland, wo diese Spaltung stattfand, where Sister Tess introduced her line of the reform line of Christ, wo Schwester Tess dann ihre Reformlinie mit uns geteilt hat, die Linie Christi, where she showed that it all was supposed to happen like it happened. wo sie zeigte, dass alles so bestimmt war, dass es so weit kam. The falling away of Judas Der Abfall von Judas, just before the cross, gerade kurz vor dem Kreuz, and the line of Moses. die Linie von Moses. They gave us comfort, Sie gaben uns Trost and they showed us that the things that were happening were prophetic, and they were supposed to be like that. und zeigten uns, dass die Dinge, die am Geschehen waren, prophetisch waren und dass alles so ist oder dass alles so war, wie es sein musste. And I share this one just as a second or a third witness. Und diese Linie hier möchte ich mit euch teilen als zweiten Zeugen. Shall we pray? Lasst uns beten. Dear Heavenly Father, Lieber Vater im Himmel, at the end of this Sabbath, we come before you am Ende dieses Sabbats kommen wir vor dich, to thank you for a blessed day. um dir für einen gesegneten Tag zu danken. And not only for a blessed day, but also for a long week Nicht full nur, of blessings. nicht nur für einen gesegneten Tag, sondern eine lange Woche voll von Segnungen. We almost reached the end of this camp meeting. Wir sind schon beinahe am Ende dieses Seminars. Some of us already left or will leave a little earlier. Einige von uns sind bereits gegangen oder werden ein bisschen früher gehen. We pray, Lord, that you continue to guide us at this camp meeting, Wir bitten dich, Herr, dass du uns weiterhin an diesem Seminar führen wirst and that you give traveling mercies for those that on their way back home or will leave soon. und dass du diejenigen auf ihrem Weg beschützt, die bereits auf dem Heimweg sind oder bald gehen werden. Lord, I pray for a good night rest Herr, ich bete für eine gute Nachtruhe and bring us back tomorrow to finish this beautiful week. und bring uns auch morgen hierher zurück, dass wir diese Woche noch schön abschließen können. In Jesus' name we ask. In Jesu Namen. Amen. Amen.